Jo, hallo, wir sind der Kai und die Conny Heinrichs. Wir wohnen hier in Capiatá in Paraguay und sind seit ungefähr 1,5 Jahren hier in Paraguay. Deutschland verlassen haben wir 2006 eigentlich schon. Wir waren zwischendrin mal noch ein Jahr wieder zurück, aber 2006 haben wir eigentlich mit Deutschland abgebrochen gehabt. Gab viele Gründe. Wir hatten aber damals einen sehr gut laufenden Schreibwarenladen, Schreibwarenbürobedarf, den haben wir verkauft, weil wir einfach nicht mehr wollten. Wir waren zufrieden mit dem, was wir hatten und haben uns dann entschlossen, uns die Welt anzuschauen und haben 4,5 Jahre eine Weltreise gemacht, sind durch viele, viele Länder gereist und sind dann in die Schweiz zurück, weil wir dann ein Angebot bekommen haben, sind dann nach Thailand und sind jetzt seit 1,5 Jahren in Paraguay. Mir persönlich hat es gebracht, erstens mal, dass ich ganz, ganz viele tolle, schöne Orte auf dieser Welt sehen durfte. Es hat mir persönlich einfach wieder sehr, sehr viel Freiheit gebracht, die ich vorher einfach in diesem Hamsterrad gar nicht mehr hatte. Ja, ich glaube, Freiheit war für mich eigentlich das Wichtigste. Und es war eine tolle Erfahrung auch mal wieder, dass man mit sehr, sehr wenig leben kann, dass man ganz, ganz viele Dinge gar nicht braucht. Stimmt, ja. Das stimmt. Wir haben damals ja diesen Schreibwarenladen in Deutschland gehabt, den wir verkauft haben. Wir haben schon lange darüber gesprochen. Wir wollten uns selber, wie meine Frau sagen würde, entschleunigen. Es gab viele administrative Sachen auch in Deutschland, die uns nicht mehr gepasst haben. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen einen klaren Schnitt und gehen auf eine Tour, um uns selber runterzubringen, um uns selber runterzufahren. Haben diese gesamten 4,5 Jahre, die wir dann durch die Welt gefahren, gereist, gebotet sind, in Wohnmobilen gelebt, in billigen Motels gelebt, also uns wirklich runtergefahren. Bei mir war es speziell so, ich habe sehr lange gebraucht, um ein anderes Tempo zu kriegen. Ich habe ungefähr ein halbes Jahr gebraucht, bis ich überhaupt in einem normalen Tempo durch eine Straße laufen konnte, also Spaziertempo. Ich bin immer gerannt, immer gerannt, immer gerannt, sodass ich meine Frau mich immer festhalten musste. Und irgendwann war es so weit, dass ich dann das Tempo auch gefunden habe und dann auch richtig angefangen habe zu genießen, das Leben wieder zu genießen. Wir sind selber zusammen leichter geworden. Also wir sind gestartet, jeder mit 2 Rucksäcken, einen hinten, einen vorne drauf. Ganz am Schluss, zwischendurch haben wir da mal was verschenkt, da mal was verschenkt, da mal was verschenkt. Und am Schluss haben wir noch einen Rucksack gehabt und ein Handtäschchen und damit sind wir dann die letzten 2,5 Jahre, glaube ich, noch mitgereist. Das hat uns gereicht, das war genau so, mehr hat es nicht gebraucht. Also ich glaube, dass Paraguay nicht ein Land ist, wo sich jeder wohlfühlt. Was ich aber glaube, ist, dass Paraguay ein gutes Gesamtpaket ist. Die Menschen sind freundlich, die sind lebenslustig, auch vielleicht mit einer gewissen Melancholie. Es gibt auch viel Armut im Land, keine Frage. Aber Paraguay als Land ist trotz alledem ein gutes Gesamtpaket, auch wenn dieses Land es einem nicht immer einfach macht, die schönen Seiten zu sehen. Du hast sehr viel Freiheiten hier, aber du musst auch was dafür tun. Du musst dich an die Regeln halten. Manche denken, komm hier, denken, es ist der Wilde Westen, das ist er nicht. Wir sind viel in Zentral- und Südamerika unterwegs gewesen. Wir waren vor 15 Jahren schon das erste Mal in Paraguay. Und Paraguay war bei uns immer im Hinterkopf, einfach von den Menschen her. Man spürt hier immer so eine gewisse Melancholie im Land. Und mir gefällt das eigentlich. Also sie sind lebensfreudig, aber gleichzeitig auch melancholisch. Und das spiegelt sich auch in der Musik wieder zum Beispiel. Also mir gefällt das einfach hier. Ich vermisse auch das Meer nicht. Ich gehe gerne mit den Leuten hier um, ich spreche die Sprache. Ich finde es einfach, die gesamten Lebensumstände stellen mich zufrieden. Wir haben angefangen passend zum Thema, mit einer Produktion für sehr hochwertigen Katzenfutter. Das Unternehmen haben wir inzwischen verkauft an jemand anderen und importieren jetzt Gewürze und Kräuter aus aller Welt nach Paraguay. Ich habe noch eine kleine Sprachschule nebenher, wenn Aufträge kommen. Unterrichte Deutsch und Englisch, was eigentlich meine Spezialität ist, und Spanisch für Anfänger. Und Conny schreibt nebenbei noch für deutsche Firmen. Conny macht nebenher noch Spätzle auf Bestellung, wenn jemand haben möchte. Wir machen auch Frischkäse, ab und zu mal leckere Sweet Chili Thai Soße, scharf. Ein bisschen Senf, Estragon-Senf und solche Dinge. Ja. Wir finden immer was zu tun. Wir genießen selber und wir wollen das, was wir genießen, auch aus guten Zutaten zusammenstellen. Also dieses Gewürzimportgeschäft war ja viel auch Eigeninteresse. Wir haben die letzten 10 Jahre in Deutschland und in der Schweiz Gastronomie gemacht. Wir wissen also, wie es funktioniert. Wir wissen auch, was die Leute, denke ich mal, wir wissen, was die Leute wollen. Gerade die deutschsprachigen Einwanderer. Und von daher
verbinden wir da Beruf und Freude im Privaten miteinander. Für die nächste Zukunft, wir sind noch mit 3 Läden im Gespräch, wo wir nach demselben Konzept unsere Ware dann ausstellen werden. Das wird im Laufe des Juni in mindestens einem noch passieren. Bei den anderen beiden, wie gesagt, alles mit der Ruhe, passo a passo. Und das ist erstmal das erste Ziel. Wir wollen langsam wachsen und so wachsen, dass wir das immer noch zu zweit machen können. Also ein Rezept dafür, hier richtig anzukommen, sind, glaube ich, erstmal die Augen ganz weit aufmachen. Vielleicht auch nicht oder versuchen nicht zu viele Probleme aus dem alten Leben mitzunehmen oder sie hier zu verarbeiten dann auf jeden Fall irgendwann und vor allen Dingen sie nicht zu wiederholen. Für mich eine Grundlage, sich hier wohlzufühlen. Also das allererste für mich, und das ist eine technische Sache, ist einfach die Sprache zu lernen. Es muss nicht Jopara, es muss nicht Guarani sein, das kann man später immer noch mal dranhängen. Aber ein reines Castellano einmal mal anzufangen, um sich grundlegend verständigen zu können, ist für mich sehr wichtig. Der Ort, aus dem man kommt, den lasst zurück, denkt nicht zu viel dran, kommt hier rein, lebt hier und lebt mit den Gegebenheiten. Das ist für mich der ausschlaggebende Punkt. Für mich, was Paraguay an Möglichkeiten einfach bietet, sind wieder lauf mit offenen Augen rum, schau dieses Land an, schau dir an, was hier fehlt, was die Leute hierher gerne hätten oder bräuchten und denk dann darüber nach, wie du das vielleicht möglich machen kannst. Nicht gleich wieder den Kontakt mit der alten Welt suchen, aus der man kommt, sondern wirklich sich auch mit den Einheimischen abgeben. Ich bin in dem Land, ich will hier leben, weil sonst wäre ich ja nicht hierher gekommen. Ich habe ja in Deutschland auch einiges aufgegeben und dann muss ich mich aber auch anpassen. Viele passen sich hier nicht an. Sie machen genau das, was sie den Ausländern in Deutschland vorwerfen. Sie passen sich nicht an. Also an die eigene Nase fassen, hinsetzen, Spanisch lernen, wirklich als allererstes und langsam sein mit dem Geld ausgeben. Versucht erstmal das Gefühl für Preise und alles Mögliche zu gewinnen. Das sind jetzt technische Sachen, aber versucht ein Gefühl für Land, Leute, Preise, Umgang zu finden. Und dann kann man sich hier richtig wohlfühlen.